Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Ja, ihr habt es gesehen, wir sind heute wieder im Mittelalter unterwegs. Ich habe euch eine Burg mitgebracht, und zwar eine schöne Burg. Auch eine meiner Lieblingsburgen. Es ist, ihr seht es, der Wolfpack Tower. Genau, wahnsinnig schönes Ding. Ihr müsst wissen, ich bin großer Fan von Wolfpack und das nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Zeit. Ich habe auch hier noch das andere Set. Darüber hatte ich ja schon mal ein Video gemacht hier bei YouTube und euch auch die B-Modelle gezeigt. Es gibt noch ein drittes kleines Set, aber das ist nur eine Minifigur, das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Ja, und weil ich schon etwas längere Zeit Fan bin, habe ich immer, wenn es mal günstig war, bei Bricklink auch zugeschlagen und mir noch die ein oder andere Zusatzfigur gekauft. Ist jetzt keine wahnsinnig große Armee, aber die Jungs hier, die kommen klar. Also die können schon mal den einen oder anderen Angriff abwehren. Genau. Was mir noch fehlt, das ist der Beastmaster. Aber ich lege mal meine Hand dafür ins Feuer, dass der mir nicht mehr allzu lange fehlt. Da bin ich schon dran, den werde ich demnächst auch noch haben. Zumindest will ich den erstmal unbedingt haben. Genau. Aber heute soll es mir erstmal um die Burg hier gehen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ja, und da ist er nun also. Die Burg vom Wolfpack. Offizieller Name ist Wolfpack Tower und kam raus 1992 mit insgesamt 239 Teilen brutto, also inklusive der 4 Minifiguren. Ja, wenn man die Minifiguren abzieht, bleiben wahrscheinlich bummelig so 220 Teile über. Und die Burg steht auf einer Baseplate mit 16 x 32 Noppen, komplett in Blau. Das heißt, es ist eine Wasserburg und das war für mich schon damals eine der Besonderheiten, dass man halt eine blaue Baseplate hat hier, beziehungsweise halt die Wasserburg hat. Das hatten halt die Black Falcons oder die Lion Knights in der Form nicht. Die 4 Minifiguren, wenn man die mal ein bisschen genauer betrachtet, stellen wir fest, dass 2 davon, wenn man von der Bewaffnung absieht, erstmal identisch sind. Die haben hier diese grauen Hosen und braunen Kapuzen. Der 4. mit Schwert und Schild, der hat eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuze. Ich denke mal, das soll der Chef sein. Ja, und die 4. Minifigur versteckt sich hier im Keller von der Burg. Das ist das Schlossgespenst. So, das sind schon recht anständige Figuren. Die hatten natürlich, wie es damals üblich war, keine bedruckten Arme und keine bedruckten Beine. Das war damals aber auch okay. Was ich stark fand, waren die Gesichter. Die waren nämlich schon mal ein bisschen anders als die von den Black Falcons oder Lion Knights. Nämlich, die hatten hier schon mal so eine Bärte, ein bisschen besondere Frisuren, beziehungsweise auch eine Augenklappe. Das war schon stark, zumindest für mich damals immer schon auch noch eine Besonderheit im Verhältnis zu den anderen Rittern. Genau. So, die Burg an sich ist hier mit so einem Mechanismus versehen, dass man sie aufklappen kann. Da unten drunter ist nämlich dann die Schatztruhe, wo die Ritter quasi ihren Schatz verstecken können, den sie erbeutet haben vom letzten Raubzug. Auf der anderen Seite kann man es auch aufklappen, genau. Und dann hat man hier vorne halt den Zugang zur Burg, der relativ einfach zu verteidigen ist. Stellt man einen Ritter hin, zack, da muss erstmal jemand vorbeikommen. Und dann hat man hier halt noch die beiden Türme, wo man auch mal ganz entspannt eben das Gespenst drauf positionieren kann und das leuchtet dann halt im Dunkeln auch noch. Ich fand die Fahne auch immer ganz cool. Die war ja in dem anderen Set, in dem hier, auch schon dabei. Und ja, das Szenario, was bei mir damals immer aktuell war, als ich damit gespielt habe, war halt so, dass die Ritter mit ihren Karren hier halt von einem Raubzug kamen. Die hatten ja auch nochmal eine Goldtruhe und dann halt ihren Schatz hier im Bauch ihrer Burg versteckt hatten und den da halt bewacht haben. Genau. Also für mich war es damals und es ist heute immer noch eine rundum gelungene Konstruktion, diese Burg. Ja, und jetzt habe ich nochmal ein B-Modell vom Wolfpack Tower vorbereitet, nämlich diesen Turm hier. Es ist auch wieder so eine Art Wasserburg mit den Bögen, wo das Wasser sich halt drunter durchschlängeln kann. Dann die Felsen an der Seite, die aus dem Wasser rausgucken, sieht schon recht cool aus. Ist auch sehr hoch, das Modell. Wenn ich mal eine Standard-Burgmauer aus den 80er Jahren daneben stelle, in dem Fall hier die Schmiede, dann sieht man, dass das Modell gut und gerne 3-mal so hoch ist. Also das macht schon ein bisschen was her. Genau. Deswegen gefällt es mir auch sehr gut, das Ding. Und ich bin jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich das, so wie es hier ist, in meine Mittelalterwelt mit einbaue. Da habe ich ja auch diesen Fluss, der sich da passenderweise durchs Gebiet schlängelt. Und auf der einen Seite vom Fluss sind ja die vermeintlich guten Ritter, nämlich die Lion Knights. Ja, und jetzt könnten natürlich auf der anderen Seite vom Fluss, sage ich mal hier, die Wolfpack-Ritter ihr Gebiet haben, quasi als so, ich hätte jetzt fast gesagt, als dunkle Seite der Macht. Genau. Ich denke, das wird ganz cool. Ganz wichtig deswegen, unbedingt meinen Kanal abonnieren, damit ihr dieses Video nicht verpasst.
Und wenn ihr dabei seid, könnt ihr gleich auch gerne mal ein Like da lassen, wenn euch das Video hier gefallen hat und in den Kommentare schreiben, wie ihr diesen Wolfpack Tower hier findet. Genau. Ja, ich würde sagen, das war's dann von mir für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Lego-Projekten. Macht's gut und bis zum nächsten Video.